Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. So. Ich weiß, ich hatte am Anfang gesagt, wir machen heute nicht so lange, aber weißt du was? Scheiß drauf. Wir bringen es zu Ende heute. Wir bringen es zu Ende. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. The lights were like needles in my eyes. I needed my sunglasses. Wo sind die denn? Ah, da. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. There was a message waiting for me on the machine. Okay, den QR-Code kennen wir ja schon. Den haben wir uns vor 2 Monaten schon mal angeguckt. You have one new message. Al! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it. She called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show. So. Bei mir mal aber eben nochmal schnell hingehen und zumindest den Streamtitel ändern. Zack. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts, ne? Nope. I'd been a guest on the talk show the previous night, talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Gallic Show. Thank you everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though,
7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. Hey, now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? I should have followed Go her back to sleep, advice, Alan. but suddenly I was angry. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing.
I told myself it didn't really matter. My course was set. Es ist schon krass, wie ich jedes Mal aufs Neue bei Alan Wake Gänsehaut beim Spielen kriege. Bei den richtigen Story-Momenten, sag ich mal. Das kriegen nicht viele Spiele bei mir hin, nach mehrmaligem Durchzocken. Alan Wake ist auf jeden Fall in der Top 3 mit dabei. Und Mass Effect. Und Uncharted. Die 3 Spiele. Um spezifisch zu sein, ich würde sagen Mass Effect 3. Uncharted 3 und Alan Wake. Und sich an wie ein halber E, also wie so ein E-Auto fast schon. Oder wie damals die alten, die GTA 1 und 2, die Autos davon. So. Eigentlich würde ich ja, wie gesagt, jetzt eigentlich, ja, so nach Kapitel 5 hätte ich normalerweise Ende gemacht. Damit ich einen anderen Stream gucken kann. Aber tatsächlich habe ich gerade mehr Bock, Alan Wake weiterzumachen. Und zum Ende zu bringen. Dann ist es nämlich einerseits endlich beendet. Dann muss ich nicht mehr immer wieder darüber nachdenken, was mache ich jetzt als nächstes im Stream, lieber 4 in Tanga oder will ich doch lieber Alan Wake machen. Das heißt, da kann ich mich die nächste Zeit erstmal, ja, sagen wir mal, hinsetzen und überlegen, wie, wo, was ich jetzt genau angehen wollen würde. The darkness had touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel it. Getting closer. I will kill your wife. Stopp mal kurz. So, jetzt. Au. Ich hab gesagt, stopp mal kurz. The dark presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the writer from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Ich weiß nicht, ob das im Original auch schon verpackt war mit den Vögeln, aber ich glaube nicht. Das wäre, denke ich, etwas, woran ich mich erinnern würde. Entschuldigung.
Ist ja eh nicht mein Wagen, ne? Oh, Shotgun gegen Jagdgewehr tauschen? Nee, ich behalte mal jetzt das Jagdgewehr ausnahmsweise. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Kaffee auf der Toilette, wer kennt's nicht? Ups. Habe ich zu schnell weggedrückt einmal. Da war wohl jemand ein bisschen besessen mit dem guten Alan. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Look after yourself and your Could have fooled me. Sieht nicht sonderlich spannend aus da hinten. Und hier scheint auch nirgends was versteckt. Alter, die Bremse. Aua, mein Ohr. Meine Ohren. Au. Mir geht's nicht so gut. Nein, da war eine Seite drauf. Das ist jetzt blöd. Ellen hat aber auch gerade nicht so Bock auszuweichen, wa?
hat mich gar nicht berührt. Nice to see you too. Unfall! Naja, eine Leuchtfackel ist besser als gar keine, wa? Einfach durchfahren. Auch wenn ich damit natürlich das Risiko jetzt habe, dass ich da ein paar Seiten übersehen habe. Ein oder zwei. Weil ich mich nicht so genau umgeschaut habe. Echt jetzt? Excuse me? Haben die Gegner die Sachen gedroppt? Ja, nee, tschüss. Hallo? Ihr Penner. The
bottom of Cauldron Lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long-ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts. The earth groaned. It didn't even notice. Au! Ja, oder den Sprung schaffe ich. Oh, dass der automatisch zum Leuchtpistole wechselt. Zur Leuchtpistole wechselt. Nervig. Ja, alle beim Manager melden. Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water, a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. Und auch hier, wenn wir uns an den ersten Stream erinnern. Erste Episode. Tutorial zum Beispiel auch. Da war dieser Taucher, der mit uns gesprochen hat. So. Are you ready for some heavy metal?
Hab da was übersehen. So. Are you ready for some heavy metal? Das war jetzt deutlich entspannter, als ich das in Erinnerung hatte. Nun. Entschuldige mich dafür, dass ich euch vielleicht ein bisschen zu viel versprochen habe. Das war gerade leider wirklich sehr antiklimaktisch, also. Ich habe den ziemlich viel anstrengender in Erinnerung. Gut, dass ich da nicht durch den Zaun brettern kann, wie es scheint. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Das hat sich gerade eben richtig hart gelohnt, dass ich für den 2 Meter, die ich gefahren bin, nochmal ins Auto gestiegen bin. I will never give her to you.
Er lebt ja immer noch. Wisst ihr, was mir gerade so eingefallen ist? So ein Spiel könnte in Deutschland gar nicht funktionieren. Also wenn es in Deutschland spielen würde. Weil hier einfach nirgends Waffen rumliegen. Das heißt, das Spiel wäre einfach nach dem ersten Kapitel schon vorbei. Wenn man sich nicht wehren kann. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me, the words and ideas floating in the air, poised to become real. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Hier auch schon ein Vogelschwarm. War hier unten irgendwas? Ja. Aber aktuell habe ich keinen Bock an einer Schrotflinte oder auf eine Schrotflinte. So, kein Interesse an einer Schrotflinte, kein Bock auf eine Schrotflinte.
Easy. Jetzt geht der Wahnsinn wieder los, ey. So ein beschissener Gegnertyp, ernsthaft. Das mache ich erst gar nicht. Ich mache einfach die Lampe an und gut ist. Muss ich nicht kämpfen. Ja, ich hasse die Gegner so sehr. Ha! Lol. Was auch immer da gerade alles passiert ist. Hä? Er hat mich gar nicht getroffen. War Betrug. Jesus. Hä? Alter. Sollen das?
war dumm, ne? Das war dumm, ja. Wie komme ich denn da raus? Ah. Links rum. I guess. Nee, und ich war rüber. Hä? Ach so, hier. Boah, wird das hier warm gerade in der Bude, ey. Meine Fresse. Kann nicht jetzt schon einfach Herbst sein oder so und es wieder kalt werden? Kälter werden? Don't know. Das ist fucking Sommer, ernsthaft. Düdelüdüm. Alles klar. Dass der halt immer automatisch zur nächsten Dings wechselt. Zur beknackten Leuchtpistole. Weil er die aufnimmt. After Zane had gone, I stood alone in the shifting dream that was the dark place. I had to find a way to the cabin. I'd written myself a way through this place in the manuscript. I followed the idea of a path. I'd written myself across the ocean that blocked my way, and with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. Turn back now. Nö. Hallo, wie unfair war das denn? Ey. Penner.
Hab ich die ganze Zeit gehört, Kollege. Do as you're told. Alice never loved you. Nice, wenn man den Boden nicht sieht. Oder zumindest, wenn das halt die ganze Zeit aussieht, als wenn der Boden durchgehend wäre. Gucken wir halt auf den Boden. You will fail. It's all in your head. You're making this up. Hell! Shh, baby. You were having a bad dream. It was just another nightmare. No, Everything's fine. You're home. it wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear in the dark. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, you're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. I read your manuscript. It's brilliant. Departure
teacher is your best friend. You're a genius. You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Don't mind him. He's Mr. Your friends will meet him when you're gone. Use the clicker. So, alle Wörter, die wir jetzt anleuchten, werden zu, ja, die werden halt, die tauchen auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Vogel, zack, ist da ein Vogel. I'm leaving you. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No, what are you saying? You can't. You don't love me. Look, you don't even love yourself. All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on. What are you doing, Alan? Stop! Put the light back on! It wasn't true. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. I will love you forever. No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written you back. You came back wrong. Your heart is filled with dark. Now you will never get her back. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Oh no!
Ja. Das war's. Und jetzt kriegen wir noch ein bisschen David Bowie zu hören. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Ja, die Sache ist jetzt natürlich auch die, ich könnte jetzt so ein bisschen über die Story reden. Weil das ja alles schon recht verworren ist. Und am Ende ist dann jetzt eh die Frage, was ist richtig? Es gibt ja verschiedene Theorien zur Story des Spiels. Ich habe da auch so eine. Aber wenn ich das jetzt versuchen wollte, würde ich jetzt so erklären, das ist ein bisschen... Jetzt so auf Anhieb könnte ich das gar nicht. Ich möchte erstmal wieder mein Textdokument auf einer meiner Festplatten suchen. Oder auf dem USB-Stick. Irgendwo habe ich sie drauf. Meine Story-Theorie. Aber nicht heute. Vielleicht ein andermal. So bevor Alan Wake 2 kommt. Denn mir ist relativ warm gerade. Ah, find's immer noch ein geiles Game. Ist jetzt natürlich auf gut Deutsch gesagt scheiße, dass da die 2 Monate Pause dazwischen war. Aber es kam halt immer was dazwischen. Ob sie jetzt Dinge gewesen sind, um die ich mich eher kümmern musste, oder dass ich den Kopf nicht dafür frei hatte zum Streamen, oder dass es gesundheitlich, dass ich da ein bisschen angeschlagen war. Da kam halt immer irgendwas dazwischen. Und ich bin froh, das jetzt endlich mal fertig zu haben, durchzuhaben. Da habe ich jetzt zumindest nicht mehr da immer im Kopf so, Alan Wake mussten doch fertig machen. Oder was heißt willst du noch fertig machen? Und da ich aktuell ja sonst gerade nichts am Laufen habe, außer noch 4 in Tanga, werde ich vielleicht gucken, dass ich die nächsten Tage oder so da auch mal vorankomme. Und dass wir da im Idealfall noch zum Ende kommen. Demnächst. Mal schauen. Und ja. Mit Shadow Gambit muss ich noch überlegen, aber ich glaube nicht, dass das was ist, das ich streamen würde. Weil das ja auch durchaus umfangreich sein soll. Was sich dann natürlich mit dem Gedanken widerspricht, würde ich sagen, da ist ja noch die Überlegung mit Baldur's Gate 3.
Ich muss mal gucken. Habe auch tatsächlich so schon seit längerem im Kopf, mal wieder Mafia zu zocken. Das Remake. Und das gegebenenfalls im Stream zu machen. Das dürfte ja auch relativ schnell vorbei sein. Also das dürfte jetzt auch nicht viel mehr Streams sein als Alan Wake. Alan Wake waren jetzt wie viel Streams? 5. Episode 1 bis 4 jeweils immer ein Stream. Und Episode 5 und 6 habe ich heute gemacht. Jetzt bin ich aber auch die ganze Zeit hier am Gehen. Meine Güte. Oh ja, ich werde mir überlegen, was ich so als nächstes dann im Stream angehen würde. Weil bis Alan Wake 2 und Payday 3 ist ja noch so ein bisschen. Ich glaube, Payday 3 kommt zuerst raus, ne? Ne, warte, doch, ja, doch. Payday kommt im September, nächsten Monat. Und Alan Wake in 2 Monaten. Bis Payday ist ja noch ein bisschen hin. Vielleicht nutze ich aber auch einfach... Ich will eigentlich nicht immer so große Pausen dazwischen haben. Ich muss mal überlegen. Ich habe jetzt vor allem bei meinem Mammut-YouTube-Video-Projekt jetzt so 1-2 Wochen Pause gemacht mal von. Oder eher eine Woche Pause gemacht. Und gar nicht dran gearbeitet. Ich denke, da werde ich jetzt nächste Woche weitermachen. Also die jetzt kommende Woche. Ein bisschen Pause von dem Projekt gebraucht, weshalb ich auch dann dieses andere kleine Video gemacht habe. Das seit gestern auf YouTube ist. In knapp 12 Minuten. Ist auch eher was Kleines. Nichts allzu Besonderes. Ach, meine Güte. Lloyd Floyd. Geiler Name. Bin vor allem gespannt, wo es mit der Story dann so hingeht mit Alan Wake 2. Wer weiß, vielleicht knall ich auch zwischendurch einfach mal wirklich, mache ich meine Drohung, dass ich die in die Realität umsetze und sage, dass es vielleicht mal bald wieder My Summer Car gibt. Mal gucken. Das ist ja auch was, das kann man in der Theorie, ach meine Fresse, ey. In der Theorie kann man das ja immer wieder mal dazwischen reinballern. My Summer Car.
Ich will da trinken? Nee. Nee, nee. Diesmal weiß ich ja Bescheid. So war ich eigentlich wieder ertrunken damals. Das war nicht, weil ich mit dem Boot liegen geblieben bin auf dem Wasser, ne? Das war, glaube ich, weil ich abkürzen wollte und dachte so, ach guck mal, funktioniert ja ganz gut. Und dann bin ich doch abgesoffen. Irgendwie so war es, glaube ich. Alan Wake's Journey Through the Night will continue. Da stand damals beim Original Alan Wake nicht da. Oh nein, fehlgeschlagen. Schade. Also wir hätten jetzt natürlich noch... Statistiken. 87 von 100 Thermosflaschen gefunden. Ja, guck mal, war ja ganz gut dabei, ne? 87%. Ja, okay, Dosenpyramiden habe ich nicht alle gefunden. Kisten habe ich auch 4 übersehen. Radios habe ich alle gefunden. Ich habe eine Fernsehsendung verpasst. Schade. Wir hatten ja natürlich noch die beiden Spezialsachen, aber ich fand die persönlich nicht so pralle. Mal gucken, vielleicht mache ich die nächste Woche noch. Aber ich will da nichts garantieren. Für heute war es das dann jetzt aber mit dem Stream.